Sebastian, du wirst regelmäßig kontaktiert von Rentnern und Pensionären, die Interesse daran haben, ins Ausland zu ziehen. Und es gibt natürlich einige Länder, die für solche Leute hochinteressant sind, einige Länder aber auch nicht. Und genau mit dem Thema wollen wir uns heute auseinandersetzen. Für viele ist es relativ einfach, ins Ausland zu ziehen. Man braucht eine Aufenthaltsgenehmigung und dann gibt es auch in verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Nicaragua, Panama, Costa Rica, Malaysia, Belize, gibt es spezifische Einwanderungsprogramme, die es solchen Leuten erleichtern, dorthin zu ziehen. Aber nicht immer ist es auch steuerlich vom Vorteil. Und deswegen hoffe ich, dass du uns heute etwas Einblick geben kannst in Länder, in denen es tatsächlich Sinn macht, steuerlich hinzuziehen, wenn man in diese Gruppe von Rentnern und Vorruheständlern ist. Ist das richtig? So ist es, genau. Also es ist eben in den Ländern, die du jetzt oben genannt hast, ganz klar so, dass dort letztlich auch weiterhin Steuer auf die Rente in Deutschland fällig wird. Man dann aber in Deutschland nur beschränkt steuerpflichtig ist, was dazu führt, dass man viele der steuerlichen Vorteile, die sich durch die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland ergeben, nicht mehr genießen kann. So zum Beispiel der Steuerfreibetrag, Ehegattensplitting und so weiter. Das heißt, auf einmal stellt man fest, dass dort sehr viel mehr Steuer bei der Rente abgezogen wird, als wenn man noch in Deutschland gelebt hat. Wir haben natürlich jetzt die Beispiele genannt, wo man nicht hinziehen soll. Aber wie gesagt, bei der Einleitung habe ich schon erwähnt, es gibt auch Länder, in denen es durchaus Sinn macht. Erzähl uns ein bisschen über diese Länder. Gib sie uns als erstmal als Liste und dann erzähl uns was zu den einzelnen Ländern. Genau, also wir wollen heute mal über 7 Länder sprechen, die jetzt für Rentner und Pensionäre tatsächlich interessant sind. Das ist natürlich keine erschöpfende Liste, aber wir haben jetzt einfach mal 7 Länder rausgegriffen, die ganz bekannt sind bei Rentnern und Pensionären, manche auch vielleicht gar nicht bekannt sind und wollen da mal die einzelnen steuerlichen Vorteile beleuchten. Diese Länder sind Portugal, Italien, Griechenland, Thailand, Mauritius, sehr exotisch, Malta und als letztes Moldawien. Das würde ich noch als exotischer als Mauritius erklären, glaube ich. Auf jeden Fall. Gerade ja zur Zeit. Also wer will schon nach Moldawien umziehen, wenn dann Kriege sind in der Ukraine. Aber wir haben es trotzdem mal einfach so reingemacht. Osteuropa ist ganz interessant. Okay, fangen wir mit Portugal an. Wie sieht es dort, wenn man dorthin zieht als Rentner, als Vorruheständler, wie sieht es dort steuerrechtlich für uns aus? Ja, Portugal ist sehr interessant für Pensionäre, Rentner und Vorruheständler und hat wirklich, muss man sagen, ein einmaliges Programm. Das liegt zum einen auch am Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, was hier sehr zugunsten Portugals letztlich formuliert ist. Grundsätzlich kann man in Portugal für 10 Jahre den sogenannten NHR-Status nutzen und dann zahlt man für sämtliche Ruhegehälter nur 10% Steuern. Okay. Und das ist jetzt besonders hier hervorzuheben, denn vielfach gibt es ja DBAs, die dann sagen, okay, staatliche Rente in Deutschland zu besteuern, Pension in Deutschland zu versteuern, Einmalzahlung in Deutschland zu versteuern und möglicherweise nur bestimmte Betriebsrenten sind dann im Ausland steuerpflichtig. Hier ist alles gemäß DBA in Portugal zu versteuern. Das heißt, egal, ob ich Rentner bin, ob ich ehemaliger Beamter bin, ob ich Vorruheständler bin, ob ich eine hohe Einmalzahlung bekommen habe für den Vorruhestand. All diese Beträge sind in Portugal nur mit 10% zu versteuern, was daher Portugal zu eines der beliebtesten Länder macht für Rentner, Pensionäre und Vorruheständler und natürlich alles komplett in der EU. Das heißt, man braucht kein Visum, es ist relativ gut erreichbar und natürlich wunderschön. Jetzt haben wir uns in der Vergangenheit schon unterhalten, dass es natürlich nicht nur um die Steuer geht, sondern auch um die Sozialversicherungsbeiträge. Erzähl uns mal ganz kurz, wie es dort in Portugal aussieht und dann das andere, was natürlich auch total wichtig ist. Gibt es denn irgendwelche Bedingungen, die man erfüllen muss, um nach Portugal auswandern zu dürfen? Nein, also Sozialbeiträge gibt es jetzt auf Renten nicht. Und die Bedingungen sind eigentlich relativ relaxed. Die einzige Bedingung ist eigentlich, dass man eben noch nicht in Portugal gelebt hat. Also man kann jetzt nicht sagen zum Beispiel, ich wohne schon 3 Jahre in Portugal und jetzt nehme ich mal diesen Status hier in Anspruch. Man muss wirklich dort ankommen und sich dann steuerlich anmelden, um den Status hier in Anspruch nehmen zu können. Und der gilt eben für 10 Jahre.
Super, vielen Dank. Lass uns über Italien reden. Italien, so ein Land, wo unglaublich viele Deutsche gerne in den Urlaub gehen, hinfahren und dann natürlich auch sich dann überlegen, naja, wie sieht's aus, wenn ich eines Tages mal nicht mehr arbeiten muss? Könnte ich mich hier niederlassen? Wie sieht's da aus mit der Steuer? Genau, also auch Italien sehr attraktiv. Hier muss man allerdings sagen, dass jetzt die Renten, die staatlichen Renten in Deutschland zu versteuern sind. Also das heißt, für Rentner, die jetzt so eine staatliche Rente bekommen, sicherlich nicht so interessant. Aber für alle anderen sehr interessant. In Italien wird nämlich bei Rentnern und Pensionären eine Steuer von 7% erhoben. Und das gilt nicht nur für Pensionen, Vorruhestandsgehälter und Ähnliches, sondern für alle Erträge, die man so haben kann. Zum Beispiel auch Kapitalerträge, möglicherweise Lizenzgebühren, die man erhält und so weiter und so fort, Tantiemen. Alles mit 7% besteuert. Das Ganze gilt für 10 Jahre. Also letztlich besonders jetzt für Rentner, die jetzt mehr haben als nur die staatliche Rente, sondern möglicherweise noch private Vorsorge haben und Kapitalerträge haben, sehr interessant. Auch da müssen wir natürlich so Sachen bedenken wie die Sozialversicherungsbeiträge. Spielt das eine große Rolle? Könnte das negativ sich auswirken auf Pläne, dorthin zu ziehen? Spielt dort keine Rolle, nein. Okay, super. Griechenland war noch auf der Liste. Ja, also Griechenland kann man sagen, hat hier von Italien kopiert oder vielleicht auch umgekehrt, wer weiß. Aber ich glaube, es war Italien, was zuerst diesen Status hatte. Griechenland hat mehr oder weniger das Tupfengleiche übernommen und sogar so tupfengleich, dass sogar der gleiche Steuersatz ist, nämlich 7%. Ja. Einen entscheidenden Unterschied gibt es in Griechenland, nämlich die staatliche Rente aus Deutschland ist auch in Griechenland dann zu versteuern. Das heißt, ich muss dann auf die staatliche Rente auch 7% Steuern in Griechenland bezahlen. Das kann jetzt gut sein oder schlecht. Ich muss eben anschauen, wie hoch meine Steuer ist, die ich in Deutschland auf die Rente bezahlen muss. Wenn jetzt meine Rente natürlich eher gering ist, ich habe dann die 10.000 Euro Freibetrag und so, dann ist möglicherweise, zahle ich sowieso weniger als 7%. Wenn ich eine hohe Rente habe, Kapitalerträge habe, private Renten habe, dann kann die 7% natürlich hochinteressant sein. Gibt es noch irgendwas in Bezug auf Griechenland, was man vielleicht bedenken muss, bevor man sich sagt, ich packe meine Koffer und auf geht's? Nein, auch Griechenland, wie gesagt, in der EU sehr einfach dahin zu ziehen. Die heißen also Rentner und Pensionäre mit offenen Armen willkommen. Super. Jetzt haben wir 3 EU-Staaten besprochen. Lass uns mal ein bisschen weiter fliegen, was etwas Exotisches uns unterhalten, und zwar über Thailand und Mauritius. 2 Länder, wo ich immer so denke, wow, toll, da würde ich gerne mal hin in den Urlaub. Wenn ich mir jetzt aber überlege, ich bin Rentner und ich möchte dorthin, was erwartet mich dort? Ja, also auch Thailand und Mauritius ist sehr interessant. Beide Länder hinsichtlich des Doppelbesteuerungsabkommens haben das Recht, die deutsche Rente zu besteuern. Das heißt, in Deutschland wird keine Steuer fällig. Beide Länder haben sehr einfache Einwanderungsprogramme für Rentner. Wobei man achten muss, bei Thailand, da ist letztlich der Visastatus gebunden an eine Mindesthöhe bei der Rente. Es war jetzt vielfach so, dass durch den Umrechnungskurs und den stark steigenden Baht, die thailändische Währung, auf einmal deutsche Rentner weniger Rente hatten als die man mindestens haben muss. Die mussten dann nach Hause gehen. Ja, das heißt, da muss man natürlich genau vorher dann planen. Aber grundsätzlich natürlich sehr interessant. Das heißt also, in Thailand wird keine Steuer fällig, auf die deutsche Rente, in Mauritius auch nicht. Allerdings muss man sagen, in beiden Ländern ist es an bestimmte Sonderkonditionen geknüpft. In Thailand zum Beispiel darf man die Rente nicht im gleichen Jahr, wo sie bezahlt wird, auf ein thailändisches Konto bekommen oder in Thailand verbrauchen, sondern erst im folgenden Kalenderjahr. Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt 2023 Rente bekomme, dann sollten die in Deutschland erstmal auf ein Sparkonto fließen oder auf ein deutsches Girokonto fließen und erst dann im Folgejahr kann ich die in Thailand steuerfrei verbrauchen. Das heißt natürlich, ich muss dann hier Erspartes in gewisser Weise haben, um mich hier über Wasser zu halten. Und in Thailand muss man leider sagen, dass viele der privaten Renten und auch natürlich Beamtenpensionen und auch betriebliche Altersvorsorge in Deutschland steuerpflichtig sind, gemäß dem DBA. Das heißt, das ist jetzt leider in Thailand nicht sehr vorteilhaft. Allerdings, wer wiederum auch Kapitalerträge hat, für den gilt das Gleiche, dass auch diese nicht im gleichen Jahr auf das thailändische Konto fließen dürfen, sondern erst im nächsten und dann auch steuerfrei sind. Okay. Mauritius hat den Non-Dom-Status und das heißt eben in Mauritius,
sind Renten dann auch, beziehungsweise alle Auslandseinkünfte komplett steuerfrei, wenn sie nicht nach Mauritius fließen. Also auch hier natürlich dann die Frage, wie kann ich mich da über Wasser halten? Das sind Dinge, die man dann überlegen muss. Lass uns ganz kurz abschließend noch über zwei andere Länder sprechen, Malta und Moldau. Erzähl uns da, weil da sind leicht unterschiedliche Steuersätze in den zwei Ländern. Malta natürlich auch, eine schöne Insel im Mittelmeer, hat jeder schon mal davon gehört. Auch dort kann man leben. Malta hat generell ein Sonderprogramm für Rentner aufgelegt. Damit werden also 15% Steuern auf ausländische Renten fällig, ganz egal, ob es staatliche, betriebliche oder private Altersvorsorge ist. Nach deutschem DBA ist die staatliche Rente in Deutschland zu versteuern, aber alle anderen Renten werden dann in Malta mit 15% zu versteuern. Natürlich nicht so tief wie jetzt andere Steuerarten, wie zum Beispiel Portugal, Italien oder Griechenland, dafür aber auch unbegrenzt gültig. Ja, also das heißt, man ist ja nicht einfach dann nach 5 oder 10 Jahren am Ende dieses Sonderstatus angelangt, sondern kann das dann weiter nutzen. Es gibt weitere interessante Modelle in Malta. Es gibt auch den Non-Dom-Status. Das heißt, wenn ich Kapitalerträge habe, sind die komplett steuerfrei zum Beispiel oder irgendwelche anderen Einkünfte, sei es Veräußerungserlöse aus Unternehmensverkäufen und so, sind auch in Malta komplett steuerfrei. Das heißt, die 15% sind es tatsächlich nur auf Ruhegehälter. Alles andere kann komplett steuerfrei gestellt werden. Ja, und zu guter Letzt noch Moldawien. Also wie gesagt, jetzt ja eher hier etwas in Mitleidenschaft geraten hier mit dem Krieg. Ich kann mir also kaum vorstellen, dass jemand jetzt Interesse hat, dahin umzuziehen. Aber das mag sich mal wieder ändern in Zukunft auch. Und dann sehr interessant eben in Moldawien werden grundsätzlich Renten nicht besteuert. Und Moldawien hat eben auch das Recht, wiederum hier die staatliche Rente aus Deutschland zu versteuern. Man hat natürlich konkurrenzlos günstige Lebenshaltungskosten. Ist ein sehr schönes Land. EU-Beitrittskandidat, die werden bald der EU beitreten, sodass man sich hier überlegen kann, vielleicht natürlich nicht jetzt, aber in mehreren Jahren kann das vielleicht die richtige Destination für mich sein. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Einführungen, Sebastian. Die eine Sache, die mir total aufgefallen ist, als du über die verschiedenen Länder gesprochen hast, dass es nicht nur eine Frage der verschiedenen Steuersätze sind, sondern dass es natürlich auch verschiedene Bedingungen gibt, die erfüllt werden müssen, verschiedene Kriterien. Und deswegen, wenn jetzt uns jemand zuhört und zuschaut und sagt, Mensch, ich möchte unbedingt dort und dorthin auswandern, welchen Rat kannst du ihnen zur Seite stellen? Ja, also wir helfen vielen Rentnern, Pensionären, hier ins Ausland umzusiedeln und hier letztlich den richtigen Wohnsitzstaat zu finden, basierend eben auf den Bedingungen, die für diese Person, für diesen Mandanten zutreffen. Also wir hatten ja vorhin schon angesprochen, es gibt Mandanten zum Beispiel, die jetzt eine betriebliche Altersvorsorge als eine große Einmalsumme erhalten werden. Da ist in vielen Ländern dann Steuern in Deutschland zu bezahlen, aber eben nicht in allen, zum Beispiel in Portugal nicht. Andere Mandanten wieder haben hohe staatliche Renten oder hohe Pensionen. Und dann sind wieder andere Länder passend. Wir können eben hier mit Ihnen ausarbeiten, wo Sie am besten hinziehen. Natürlich sind Steuern nicht das einzige Kriterium. Es muss natürlich auch gut gehen, man muss sich wohlfühlen, wo man lebt. Wir können jetzt steuerlich hier beiseite stehen. Wir haben Steuerberater und Rechtsanwälte in all den wichtigen Ländern und können Ihnen helfen, das auf Deutsch dann zu koordinieren und hier den Wohnsitz korrekt steuerlich abzumelden und ins Ausland zu verlegen. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einführungen. Es war total interessant. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Ich dir auch. Danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.